In unserer Testreihe der Kohlefaser Freeride High Performance Boards darf logischerweise der neue Imperator 7 nicht fehlen. Bei uns im Test hier die Länge 1,39 x 42,5. Inklusive der 4,5 cm langen GFK-Finnen wiegt das Board 2,55 Kilogramm. Nimmt man halt die Patch-Laufen-Kombination dazu, kommt nochmal 1,1 Kilo dazu. Vor kurzem haben wir auf den Kitesurf Masters euch das Board hier schon mal vorgestellt. Nochmal kurz im Detail: Das Kartangewebe, vorher 30 Grad Gelege, ist jetzt hier noch etwas dünner geworden, wodurch man hier ein Übereinanderlegen der Fasern auch diesen wunderschönen optischen Effekt erzielen kann. Alles ist wirklich sehr sauber und hervorragend verarbeitet. Auch die angegossenen Kanten mit der ausgeprägten Tucked Under the Edge im mittleren Teil sind halt sehr sauber und wirklich nahtlos im Übergang zur scharfen Kante in den Tips. Vom Flex ist das Board hier mittelhart und wird nur ein klein bisschen fester in den Tips. Ein ganz besonderer Aspekt ist natürlich halt die Rockerlinie hierbei. Wir haben zwei verschiedene Rockerlinien, einmal 3,6 cm und einmal 4,6 cm. Das liegt an dem neuen Griff. Ich kann durch das Drehen des Griffes, hier ist sozusagen ein Gewinde, ein einfaches Gewinde drin, was den Griff so vorspannt, dass hier die Rockerlinie flacher oder stärker ausgeführt werden kann. Das Drehen ist halt wirklich nicht besonders aufwendig und kann auch für den geübten Fahrer oder die Fahrerin auf dem Wasser während der Fahrt ausgeübt werden. Dementsprechend haben wir eigentlich zwei verschiedene Boards. Klar, das Ganze ist vom Kern her CNC gefräst, 100% Kohlefasergewebe, angegossene Kanten. Da hat sich in dem Fall sozusagen rein technisch jetzt nicht so viel verändert. Wie gesagt, außer das beschriebene Laminat. Die Fasern sind halt noch etwas dünner. Dementsprechend hat man hier auch eine etwas geringere Harzaufnahme und einen etwas höheren Faseranteil gewinnen können gegenüber dem Vorgängermodell. Ansonsten ist es weiterhin halt sehr, sehr schön ausgeführt. Auch die Aufkleber, die es früher gab, hier sind jetzt komplett verschwunden. Alles ist in das Board integriert. Hier kann nichts mehr verkratzen oder abgehen. Das ist dementsprechend natürlich sehr, sehr schön geraten. Im Unterwasserschiff bleibt es bei dem leichten V-Bottom. Besonders im mittleren Teil ist der etwas ausgeprägter. Man sieht es hier, diese Kielung. Und das Ganze ist jeweils mit einer leichten Konkave versehen. Also ein Doppelkonkav mit einem leichten V. Im mittleren Teil zu den Tips hin läuft das Ganze plan oder in eine mikroskopisch kleine Monokonkave aus. Auch die Patch-Laufen-Kombination ist noch mal ein bisschen überarbeitet. Leichtgängigkeit der Ratschen ist hier das Thema. Das geht noch mal etwas leichter. Das Fußbett hier innen drin von der Oberfläche ist noch etwas angenehmer, also beim Rein- und Rausfahren, aber auch was den Halt angeht. Man hat eine völlig freie Variation, was den Duckstance angeht, über dieses Langloch hier. Die Bindung lässt sich halt wirklich sehr, sehr schnell auf dem Wasser während der Fahrt an den Fuß anpassen. Die Spannneigung ist hier flexibel zu wählen. Also das funktioniert insgesamt halt wirklich sehr, sehr gut. Bezüglich der Resistenz, auch hier, wir haben auf der Oberfläche ein leichtes Glossy-Finish. Das ist sehr kratzunempfindlich. Auf der Unterseite die Harz-Kombination ist sehr gut gewählt. Man hat allerdings auch natürlich halt Spuren, wenn man am Strand halt bis zum letzten Meter ranfährt oder rutscht oder dann mal drauf steht. Wie gesagt, wie bei allen anderen Modellen, die in Kohlefaser gehalten sind.
Je mehr ihr das Board schont und früh genug absteigt, desto unwahrscheinlicher ist, dass euer Board einen Kratzer abbekommt. Dementsprechend müsst ihr halt auch hier, so wie mit allen anderen Kohlefaserboards, vorsichtig umgehen, damit es halt möglichst lange schön aussieht, weil die Boards kosten. Mit den 4,6 cm Rockerlinie wurde beim Imperator 7 eine durchschnittlich starke Rockerlinie gewählt. Die führt dazu, dass das Board gut bis sehr gut angleitet. Stellt man über den Revo-Griff die Rockerlinie auf die flachere 3,6 cm Bodenkurve ein, wird das Ganze halt wirklich rasant. Wir haben ja dann eine extrem gute Beschleunigung, ein wirklich noch früheres Angleiten, das kann man einfach nur als sehr gut bezeichnen. Und auch die Finnenlänge von 4,5 cm passt gerade noch so dazu, damit diese keine Führung übernehmen oder das Brett zum Hängenbleiben bewegen. Dabei sollte dann ein klein wenig mehr Last auf den hinteren Fuß gelegt werden. Das Unterwasserschiff hilft bei den Anbindleistungen aufgrund eines wirklich kraftlosen Aufkantens des Brettes. Dieses leichte V führt hier dazu, dass wir insgesamt einen durchweg sehr guten Griff haben. Die Finnen stabilisieren optimal. Und wie gesagt, wenn wir hier die Rockerlinie auch auf flach stellen, kriegen wir ein absolut sehr gutes Ergebnis auf dem Anbindkurs. Sonst ist es gut bis sehr gut. Das Imperator 7 ist schön harmonisch mittelloose abgestimmt. Also die Übergänge vom Griff der Finnen zur Kante sind sehr harmonisch und wir brauchen hier auch nur einen etwas geringeren als mittleren Kraftaufwand, um das Board unter sich zu drehen, sprich zu switchen. Stelle ich die Bodenkurve mit dem Revo-Griff auf flach ein, erhöht sich hier der Kraftaufwand spürbar. Die Kombination zwischen Verrundung der Outline in den Tipps, der Rockerlinie und auch der Flexabstimmung führen dazu, dass wir hier eine wirklich sehr schöne Drehfreude besitzen. Wir bekommen, egal welchen Radius wir hier wählen, immer den vollen Zug auf die Kante ohne Geschwindigkeitsverlust. Fährt man das Imperator 7 im nicht vorgespannten Modus, also mit der vollen Rockerlinie, so haben wir durch das V und eine ausreichend starke Bodenkurve eine sehr schöne Laufruhe. Wir haben keine störenden Effekte durch Spritzwasser oder dergleichen. Hier wird alles sauber weggeleitet durch die Taktander. Der Griff ist an der richtigen Stelle von den Tipps. Hier ist alles wirklich sehr gut und harmonisch aufeinander abgestimmt. Dementsprechend ist das Board auch durchweg einfach zu kontrollieren, und zwar in jeder Beziehung und in jeder Disziplin. Hier kommt natürlich auch dazu, dass es sich um ein geringes Gewicht handelt. Das wirkt halt alles positiv zusammen. Stellt man allerdings die Bodenkurve auf flach ein und fährt in recht kabbligen Bedingungen, so ist es ungefähr so wie, als ob man seinen Sportwagen jetzt auf Rallye-Mode einstellt. Das Ganze wird dann sehr hart und direkt und ist auch nur noch befriedigend vom Komfort. Zum Glück ist das Ganze hier mit den Ultra-Pads bestückt von Carved. Da muss man wirklich klar sagen, die sind von der Dämpfung echt exzellent, unabhängig davon, dass sie sich halt sehr schnell an den jeweils unterschiedlichen Fuß oder die Form anpassen lassen. Die schlucken halt auch die härtesten Schläge, also selbst in der sportlichsten Einstellung und beim stärksten Kabelwasser gibt es noch keine Schläge für die Knie, die jetzt wirklich unangenehm werden. Das Abspringen mit der Kite-Unterstützung ist beim Imperator 7 sehr intuitiv. Wir brauchen sehr wenig Kraft, wie gesagt, um auf die Kante mit voller Last zu kommen. Das liegt an diesem leichten V im mittleren Teil, dass der hintere Teil halt gerade ist. Hier kriegt man sehr schnell viel Zug auf den letzten Teil der Kante und auch auf die sehr effizient funktionierenden Finnen. Also die Kombination ist hier sehr gut gelungen und ohne dass man hier einen erhöhten Aufwand
als Fahrer oder Fahrerin betreiben muss. Ebenfalls sehr einfach gestaltet sich die Landung, ob man jetzt das Board mit Finnen zuerst übers Tail landet oder eher im mittleren Teil mit höherer Geschwindigkeit. Beides geht sehr komfortabel zur Sache. Wir haben sofortige Führung beim Berühren der Wasseroberfläche und die maximale Kontrolle. Also das funktioniert echt sehr gut. Auch wenn der Haupteinsatzbereich hier Oldschool und Big Air ist, was das Springen angeht, sind auch die ausgehakten Sprungeigenschaften wirklich aller Ehren wert. Diese Konstruktion, die hier vom Flex her nicht zu hart abgestimmt ist, bietet aber durch die sehr hohe Rückstellkraft der optimal verarbeiteten Kohlefaser einen exzellenten Pop. Einzig und allein die Rockerlinie von 4,6 cm begrenzt natürlich halt das absolut optimale Landevermögen eines 100%ig reinrassigen Wakestyle- und Freestyle-Boards. Hier fallen die Landungen sicher aus, aber der Komfort ist natürlich halt und die Kontrolle bei reinrassigen Freestyle-Boards mit noch stärkerer Bodenkurve noch etwas besser. Und in diesem Fall ist es auch nicht ratsam, die Rockerlinie zu reduzieren. Klar, wir haben dann immer noch höhere Gleiteigenschaften und wie gesagt Fahrleistung, aber der Pop ist insgesamt dann schwerer zu generieren und die Landung fällt dann auch schwerer, wenn man die Rockerlinie auf flach einstellt. Das Imperator 7 ist eins der wohl besten Freestyle Freeride Boards am Markt. Das Imperator 6 war schon ein wirklich sehr gutes Brett. Das Imperator 7 ist ebenfalls ein sehr gutes Brett. Der wesentliche Gamechanger, also das, was jetzt wirklich auch an Fahrleistung hier nochmal ins Gewicht fällt, ist, dass wir einen kleinen Tick mehr Pop nochmal generieren über das neue Modell. Und ganz klar, der Revo-Griff bietet hier eine Flexibilität, gerade was den Windbereich angeht. Also das Nutzen dieses Griffes empfiehlt sich auf jeden Fall im unteren Windbereich, dass man die Bodenkurve noch flacher einstellen kann, um noch früher zu gleiten, um noch besser Höhe zu laufen. Gerade in dem kritischen Bereich oder wenn der Wind mal nachlässt, dass man noch einfacher wieder nach Hause kommt mit guten Fahrleistungen. Aber man sollte es nicht unbedingt mixen und denken, man kann hier von den ohnehin schon sehr guten Fahrleistungen hier noch etwas verbessern. Das geht in dem Fall nur im untersten Windbereich als Ergänzung. Die Abstimmung ist hier so gut gelungen, dass keinerlei Ansprüche an das Fahrkönnen des Fahrers oder der Fahrerin gestellt werden. Man kann hier ohne weiteres selbst als Einsteiger sich diesem Thema schon widmen. Wie gesagt, Qualität und sehr gute Verarbeitung haben ihren Preis. Der Gegenwert durch sehr hohe Fahrleistung und Spaß wird hier allerdings zu 100% geliefert.